Nun, ich weiß, dass Costa Rica eines der Lieblingsländer unseres Lateinamerika-Experten Harley ist. Ich glaube, nur zu überbieten von Ecuador. Ob allerdings Costa Rica auch steuerlich so interessant ist, wie man so oft hört, Territorialsystem und so weiter und so fort, das soll uns Harley doch einmal in diesem Video ganz genau erklären. Harley, Film ab! Stell dir vor, du sitzt mit dem Laptop in einem Café in Tamarindo. Draußen rauscht der Pazifik. Du arbeitest für deine Kunden in Deutschland oder in den USA oder sonst wo auf der Welt. Und du bist dir hundertprozentig sicher, Costa Rica besteuert nur dein inländisches Einkommen. Mein Geld kommt aus dem Ausland, ist also steuerfrei. Pura vida. Und genau da liegst du falsch. Aufpassen. Denn die Arbeit, die du physisch hier in Costa Rica machst, gilt steuerlich als kostarikanisches Einkommen, auch wenn dein Kunde in München, New York oder was weiß ich wo, Paris sitzt. Das ist der Punkt, den fast jeder übersieht. Territorial heißt eben nicht, was die meisten glauben. Es gibt genau einen sauberen Weg, dieses Problem zu lösen, und den zeige ich dir gleich. Und ich zeige dir auch, warum die meisten trotzdem ungeschoren davonkommen und warum du dich trotzdem nicht darauf verlassen solltest. Ich bin Harley. Ich bin für unsere Mandanten in allen 12 Ländern Lateinamerikas vor Ort, und Costa Rica ist eines der beliebtesten, gleichzeitig eines der meist missverstandenen Länder auf meiner Liste. Zugegeben, es war lange Zeit meine Nummer 1, ist inzwischen von El Salvador abgelöst worden, aber aus persönlichen Gründen, und ist nun meine Nummer 2. Ich zeige dir in den nächsten 15 bis 20 Minuten, was das Territorialprinzip hier wirklich auslöst und wie es funktioniert, wo die Falle liegt, welcher Visumstyp dich retten kann, wo wir unsere Leute hinschicken und welche überraschend gute Nachricht es ausgerechnet für uns aus dem deutschsprachigen Raum gibt. Also bleibt bis zum Schluss dran, denn beim Doppelbesteuerungsabkommen gibt es einen Unterschied zwischen Deutschen, Österreichern und Schweizern, der bares Geld wert ist. Also fangen wir mal an. Warum überhaupt Costa Rica? Costa Rica ist das ruhige, grüne Gewissen Mittelamerikas. Wunderschön. Es ist die älteste und stabilste Demokratie in der Region. Ein Land, das 1948 seine Armee abgeschafft hat und das Geld lieber in Bildung und Natur gesteckt hat. Warum ist das wichtig? Weil das ein durchaus friedfertiges Land ist und somit eben auch kaum eine Angriffswahrscheinlichkeit besteht im Ernstfall. Pura vida ist hier kein Werbespruch, sondern eine Lebenshaltung. Dichte Regenwälder, Vulkane, 2 Küsten, eine Tierwelt, die ihresgleichen sucht, und Menschen, die wirklich entspannt sind. Man nennt Costa Rica gern die Schweiz Mittelamerikas, und für die Region trifft das ziemlich gut zu. Und der steuerliche Grundpfeiler ist genau das, weshalb so viele kommen, das Territorialprinzip. Im Kern besteuert Costa Rica nur Einkommen, dessen Quellen in Costa Rica liegen. Dein Auslandsvermögen, deine ausländischen Dividenden, deine Zinsen, deine ausländischen Mieteinnahmen, deine ausländische Rente, all das bleibt in Costa Rica grundsätzlich unangetastet, und zwar unabhängig davon, wie lange du im Land bist. Selbst wenn du über die 183-Tage-Grenze gehst und damit steuerlich ansässig wirst, bleibt dein echtes Auslandseinkommen außen vor. Für den Investor mit Depot im Ausland und für den Rentner mit Bezügen aus der Heimat ist es ein starkes Versprechen. Und dieses Versprechen hält auch. Soweit, so gut. Aber nun kommen wir zum Punkt vom Anfang, und den musst du genau verstehen. Und hier trennt sich der Profi vom Touristen, sozusagen, die Spreu vom Weizen. Ja. Die entscheidende Frage ist nicht, wo dein Kunde sitzt. Die entscheidende Frage ist, wo deine Arbeit tatsächlich stattfindet. Bei passiven Einkommen ist die Sache klar. Dividenden aus der Schweiz, Zinsen aus Luxemburg, eine vermietete Wohnung in Hamburg, eine Rente, all das ist alles ausländische Quelle. Das ist steuerfrei in Costa Rica. Da gibt es nichts zu diskutieren. Aber jetzt wird's heikel. Bei aktiver Arbeit, also wenn du zum Beispiel als Freelancer, als Berater, als Online-Unternehmer physisch in Costa Rica sitzt
und von hier aus deine Leistung erbringst, dann gilt diese Leistung steuerlich als in Costa Rica erbracht, also als kostarikanische Quelle, und damit ist sie grundsätzlich steuerpflichtig, auch wenn dein Kunde am anderen Ende der Welt sitzt und in US-Dollar oder Euro oder Schweizer Franken bezahlt. Das ist der Denkfehler, der durch fast jedes Costa Rica-Video da draußen geistert. Die Leute hören Territorialprinzip und denken, mein ausländischer Kunde macht mein Einkommen automatisch ausländisch. Falsch. Und Punkt an dieser Stelle. Dein Standort beim Arbeiten zählt, nicht der Briefkasten deines Kunden. Das ist wichtig zu verstehen. Und jetzt kommt die Lösung und sie ist elegant. Costa Rica hat genau für diese Situation ein eigenes Visum geschaffen. Das Gesetz 10.008 oder 10.008. Das Gesetz für digitale Nomaden in Kraft seit 2021. Und dieses Gesetz macht etwas Entscheidendes. Es stellt ausdrücklich klar, dass der Inhaber dieses Visums auf sein im Ausland erwirtschaftetes Einkommen keine kostarikanische Einkommenssteuer zahlt und dass es für steuerliche Zwecke nicht als ansässig gilt, wenn er länger als 183 Tage bleibt. Genau die Grauzone, die ich gerade beschrieben habe, wird damit ausgeräumt. Der digitale Nomade darf in Tamarindo sitzen, zum Beispiel, für seine Auslandskunden arbeiten und sein Einkommen bleibt sauber steuerfrei, ganz legal, schwarz auf weiß im Gesetz. Was du dafür brauchst: Du weist ein Einkommen von mindestens 3.000 US-Dollar im Monat nach, als Einzelkämpfer, oder 4.000 US-Dollar im Monat, wenn du mit Familie kommst, jeweils aus Quellen außerhalb von Costa Ricas. Das Visum gilt ein Jahr und ist um ein weiteres Jahr verlängerbar, also bis zu 2 Jahren insgesamt. Du bekommst obendrein ein lokales Bankkonto, darfst deine Arbeitsausrüstung zollfrei einführen und mit deinem ausländischen Führerschein fahren. Der Haken: Du darfst nicht für kostarikanische Kunden oder Firmen arbeiten und das Visum führt nicht zur dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung oder Staatsbürgerschaft. Es ist ein sauberes 2-Jahres-Fenster für den ortsunabhängigen Arbeiter, nicht mehr und nicht weniger. Aber, ja, wer weiß schon, wer kann diesen Zeitraum wirklich gut überblicken? Wer hat die Glaskugel, was in 2 Jahren ist? Für viele Mandanten, gerade junge Mandanten, digitalen Nomaden, die dann vielleicht weiterreisen wollen, ist das schon mal ein 2-Jahres-Zeitraum außerhalb von Deutschland, außerhalb der EU. Und jetzt zur Realität, und da bin ich ehrlich mit dir, wie immer. Costa Ricas Steuerbehörde ist nicht gerade berüchtigt für ihre Effizienz und ihre Härte. Es gibt ja einen ganzen Schwarm von Leuten, die im Dauer-Touristenstatus leben, alle 90 Tage über die Grenze nach Nicaragua oder nach Panama fahren, von hier aus für Auslandskunden arbeiten und nie auch nur einen Gedanken an die kostarikanische Steuer verschwenden. Und die meisten kommen damit auch durch. Aber, und das ist ein großes Aber, das ist keine Strategie, das ist ein Risiko. Du baust dein Leben darauf, dass die Behörde schläft. Wenn du auf der sicheren Seite sein willst, und das empfehle ich dir, wie wir das all unseren Mandanten empfehlen, dann machst du es richtig. Für den Remote-Arbeiter heißt das: hol dir das Nomadenvisum. Dann ist die Sache wasserdicht und du schläfst nachts ruhig. Verlass dich nicht auf die Trägheit des Finanzamtes, das morgen vielleicht aufwacht. Und damit du es einmal von der anderen Seite hörst: Costa Rica nimmt am automatischen internationalen Informationsaustausch teil. Die Zeiten, in denen das Ausland nicht mitbekommt, was du wo tust, die sind vorbei. Und genau deshalb lieber einmal sauber aufgesetzt, als jahrelang auf gut Glück versucht und einfach so in den Tag hineingelebt. Soweit zum Remote-Arbeiter, zum digitalen Nomaden. Wer dauerhaft bleiben und ankommen will in Costa Rica, für den gibt es die anderen Wege. Die Rentista-Option mit einem nachgewiesenen Einkommen von ca. 2.500 US-Dollar im Monat oder einer Einlage in Höhe von 60.000 US-Dollar. Also Rentista ist für Menschen, die Passiveinkommen haben, die Aktien irgendwo liegen haben und so weiter.
wird oft verwechselt. Also es ist eher so der Privatier. So, und im Gegensatz dazu die Pensionado-Option, das sind also dann wirklich Rentner, ja, die mit einer Rente von circa $1.000 im Monat um die Ecke kommen. Für die ist das eben auch eine lukrative und sinnvolle Lösung. So, und es gibt auch noch eine Investorenvariante. Also alle diese drei eben genannten Wege, jetzt mal unabhängig vom digitalen Nomaden, ne? Also die drei zusätzlichen Wege des Rentista, des Pensionado und auch die Investor, diese Wege, diese drei genannten Wege führen nach 3 Jahren zur dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung und unter dem Territorialprinzip bleibt dein echtes Auslandseinkommen die ganze Zeit steuerfrei. Für den Rentner, der seine Tage am Strand verbringen will in Costa Rica, deshalb nach wie vor ein absoluter Traum. Und, nicht zu vergessen, wer jetzt nicht über so eine Rente verfügt, setzt euch gern mit uns in Verbindung. Wir haben es in einigen Videos schon angedeutet, auch auf unseren Seminarreisen sprechen wir immer wieder davon, dass wir eben auch eine Betriebsrente darstellen können über eine US-LLC, die dann auf Lebzeiten gilt und die du mit hoher Wahrscheinlichkeit auch für andere Länder dann verwenden kannst, indem man den lebenslang gezahlten Betriebsrentenbetrag gleich so hoch macht, dass er zum Beispiel auch in Dubai greift, dass er in der Schweiz greift und so weiter. Aber das in einem individuellen Beratungsgespräch. Ja. So, jetzt die Alltagssteuern, damit du auch das ganze Bild hast. Auf inländisches Einkommen zahlst du als Privatperson progressiv bis maximal 25%. Unternehmen zahlen Körperschaftssteuer von bis zu 30%. Die Mehrwertsteuer ist noch recht günstig mit 13% und auf Immobilien fällt eine jährliche Grundsteuer von 0,25% an. Kapitalgewinne werden mit rund 15% besteuert. Und jetzt die guten Nachrichten für die Vermögenden. Costa Rica hat keine Vermögenssteuer und keine Erbschafts- oder Schenkungssteuer. Das ist jetzt vielleicht vielen jungen Mandanten noch egal, aber wir haben ja eine ganze Reihe sehr vermögender Mandanten in unserer Community und für die ist das natürlich eine sehr, sehr gute Nachricht. Dein Vermögen wird also weder jährlich belastet, noch beim Vererben angegriffen. Das ist ein wirklich starkes Gesamtpaket. Und jetzt der Punkt, den ich dir am Anfang versprochen habe und der ausgerechnet für uns aus der deutschen Region den Unterschied macht. Anders als bei Brasilien oder Chile gibt es zwischen Deutschland und Costa Rica ein echtes Doppelbesteuerungsabkommen. Unterzeichnet wurde das 2014 und in Kraft seit 2016. Das ist eine gute Nachricht. Es gibt dir saubere Verteilungsregeln, eine Tiebreaker-Regel und Klarheit darüber, welches Land was besteuern darf. Also keine Diskussion, es ist einfach alles ganz klar abgegrenzt. Für deutsche Auswanderer ist das ein echter Vorteil gegenüber vielen anderen Ländern der Region. Aber, und jetzt hör genau hin, denn das ist die Stelle, an der Pauschalratschläge gefährlich werden. Dieses Abkommen gilt nur für Deutschland. Zwischen Österreich und Costa Rica gibt es kein solches Abkommen und zwischen der Schweiz und Costa Rica auch nicht. Wenn du also Österreicher oder Schweizer bist, dann stehst du steuerlich auf einem anderen Blatt als der Deutsche, neben dir am selben Strand sozusagen, und du musst dich auf die einseitigen Anrechnungsregeln deines Landes verlassen. Derselbe Umzug, 3 verschiedene steuerliche Auslagen oder Ausgangslagen könnte man auch sagen, je nach Pass. Das übersieht fast jeder, ist aber extrem wichtig. Und noch ein Hinweis für die Rentner unter euch. Auch mit dem Abkommen behält Deutschland für bestimmte Bezüge, etwa die gesetzliche Rente, in vielen Fällen ein Besteuerungsrecht. Das Abkommen schützt dich vor doppelter Besteuerung, aber es macht dich nicht automatisch überall steuerfrei. Genau das muss man sich im Einzelfall anschauen. Lass mich das Ganze zusammenfassen. Ehrlich, authentisch wie immer. Costa Rica ist ein wunderbares Land. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Ja. Mit einem echten Territorialprinzip, das dein ausländisches Vermögen, deine Kapitalerträge, deine Rente in Ruhe lässt. Es ist stabil, sicher, grün, entspannt, eben pura vida. Für den Remote-Arbeiter gibt es
mit dem Nomadenvisum eine saubere, gesetzlich verankerte Lösung, für 2 Jahre zumindest, ja. Für den Vermögenden gibt es keine Vermögens- und keine Erbschaftssteuer. Und für den Deutschen gibt es ein Doppelbesteuerungsabkommen. Der Preis dafür ist Ehrlichkeit mit sich selbst. Costa Rica ist nicht das regellose Steuerparadies aus dem Mythos. Wer hier physisch arbeitet, erzeugt eben einfach kostarikanisches Einkommen. Und wer das ignoriert und sich auf ein träges Finanzamt verlässt, der spielt mit dem Feuer. Mach es richtig, dann ist Costa Rica für dich grandios. So, und jetzt die Frage, wo schicken wir unsere Leute hin? Unser Geheimtipp heißt Tamarindo. Tamarindo liegt an der Goldküste der Provinz Guanacaste, im trockenen, sonnigen Nordwesten, wo die Sonne fast das ganze Jahr scheint. Es ist die Surferhauptstadt des Landes mit langen, langen Stränden wie Playa Tamarindo und Playa Langosta und gleich nebenan Playa Grande, wo im Nationalpark Las Baulas nachts die riesigen Lederschildkröten, habt ihr bestimmt schon mal aus den Videos oder im Fernsehen gesehen, zur Eierablage an Land kommen, stehen natürlich unter Naturschutz. Ist ja klar, ein wunderschönes und seltenes Tier, die Lederschildkröte, und auch vom Aussterben bedroht inzwischen. Die Einheimischen nennen den Ort augenzwinkern Tamaringo, weil sich hier über Jahre eine große, lebendige Auswander- und Nomadengemeinde gebildet hat. Du hast Coworking Spaces, gute Restaurants, eine ernsthafte Surfer-Szene, und der internationale Flughafen von Liberia ist nur gut 1 Stunde entfernt. Morgens surfen, mittags arbeiten, abends den Sonnenuntergang über dem Pazifik. Das ist in Tamarindo kein Klischee. Das ist ein ganz normaler Tag, zum Beispiel ein Dienstag. Wenn du dir Costa Rica zum Leben anschaust, dann fang in Tamarindo an. Tipp von mir. Und genau hier wird es aber heikel, weil das ist eben Millimeterarbeit. Das richtige Visum für deine Situation, die saubere Einordnung deines Einkommens, die Frage, ob deine Arbeit kostarikanische Quellen erzeugt, der korrekte Wegzug aus dem deutschsprachigen Raum und die Frage, ob dein Land überhaupt ein Abkommen hat. Ich habe Leute gesehen, die sich auf Pura Vida verlassen und dann ein böses Erwachen hatten im Heimatland oder hier. Deshalb, wenn du gerade ernsthaft über Costa Rica oder irgendeins der anderen lateinamerikanischen Länder nachdenkst, dann trifft diese Entscheidung nicht im Blindflug, nicht auf Basis irgendeines Blogartikels von vor 3 Jahren. Buch dir ein persönliches Gespräch, gern mit mir. Den Link findest du unter der Beschreibung. In dieser Beratung schauen wir uns deine konkrete Situation an, welches der 12 Länder wirklich zu dir passt, welches Visum du brauchst, ob das Nomadenvisum oder ein Residenzweg, welche Fristen gelten und wie genau diese Quellenfalle vermieden werden kann. Wie deine Steuerstruktur aussehen sollte, die Frage des Doppelbesteuerungsabkommens, je nachdem, ob du aus Deutschland, Österreich, der Schweiz kommst, der Schutz nach § 2 Außensteuergesetz und wo Banking und Gesellschaft hingehören. Dies ist ausdrücklich kein Verkaufsgespräch. Das ist mir nochmal wichtig zu sagen, wie in jedem Video. Du bekommst eine ehrliche Analyse inklusive der Fälle, in denen Lateinamerika für dich schlichtweg die falsche Antwort ist. Auch das werde ich dir dann ganz unverblümt sagen. Wenn du noch nicht sicher bist, dann fang mit einer kostenlosen Potenzialanalyse vielleicht an. Die ist ebenfalls unten verlinkt. Du schickst uns deine Eckdaten. Wir schicken dir eine erste kurze Einschätzung. Bitte keine Romane hier erwarten. Und dann sehen wir weiter. Termine gibt es normalerweise innerhalb von 7 bis 10 Tagen. Per Zoom, per WhatsApp, per Telegram oder Google Meets, je nachdem, wie du möchtest. Oder eben einfach auch nur telefonisch. Und ganz konzentriert zusammengefasst vielleicht noch zum Schluss. Costa Rica kann der Inbegriff von Freiheit und Lebensqualität sein. Sauber und legal, wenn du es richtig aufsetzt. Lass uns dafür sorgen, dass deine Pura Vida nicht an einem Detail zerbricht, das du hättest wissen können. Vielleicht trinken wir die nächste Kokosnuss oder eins der leckeren Getränke oder essen eine Ceviche zusammen am Strand von Tamarindo. In diesem Sinne, bye bye und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich. Ciao.
Ciao. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.